Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Observer Pattern, auch bekannt als Publish Subscribe Pattern oder kurz PubSub Pattern. Und ja, das ist tatsächlich eins der wichtigsten Patterns, die euch wahrscheinlich irgendwann mal begegnen. Es ist auch das erste Pattern von den Behavioral Patterns, die wir uns angucken wollen. Und wir haben hier ein Behavior, sozusagen ein Verhalten. Und zwar wollen wir, dass sich die Observer nicht selbst updaten müssen. Wir wollen, dass die automatisch abgedatet werden. Das heißt, wir wollen von irgendwoher ein Event generieren sozusagen, sodass die sich updaten. Und dieses Event kann natürlich dann von überall her kommen. Das bedeutet, wir müssen nicht mehr irgendwie sagen, hey, Observer.update für jeden Observer oder sowas, sondern wir können einfach hierher gehen und sagen, wir wollen die Observer beim Client, der dann vielleicht in einer anderen Stufe steht, also ihr erinnert euch an die Architektur, da gibt es immer eine gewisse Aufrufreihenfolge. Und die kann man mit dem Observer-Pattern super gut realisieren, indem man einfach sagt, okay, hier ist jetzt meine Aufrufreihenfolge und deswegen registrieren sich die Observer, die wir hier rechts sehen können, also generell eine Oberklasse und mehrere Observer, ist völlig egal wie viele hier. Das kann auch einfach nur ein Interface sein, ist normalerweise auch wirklich nur ein Interface. Und jetzt registriert sich jeder Observer, der für irgendeine Aktion benachrichtigt werden möchte. Also sagen wir mal, wieder mal das Spielbeispiel, weil ich das so gerne mache. Die Waffe, also sagen wir mal, ein Observer hier ist die Waffe. So, die Waffe registriert sich jetzt bei dem Input-Output-Control. Das bedeutet, wir haben eine Klasse, die Input-Output realisiert und zum Beispiel auch auf Mausklicks reagiert. Das heißt, wenn ein Mausklick kommt, dann bekommt den die Input-Output-Klasse. Wie das passiert, ist uns völlig egal erstmal. Aber wenn sich jetzt diese Waffe bei dem Input-Output registriert, dann kann die sagen, also sagt man sozusagen Attach Observer, das wäre dann unsere Waffe. Und wenn wir eben die Waffe zum Beispiel ablegen, dann müssen wir sie detachen, damit sie nicht feuert, wenn sie eigentlich gar nicht mehr angelegt ist. So, und jedes Mal, wenn dann plötzlich die Maus gedrückt wird, dann wird die Notify-Methode im Client aufgerufen. Das heißt im Input-Output-Händler. Und diese Notify-Methode ruft einfach für jeden dieser Observer, das heißt für jeden, in unserem Fall nur für diese eine Waffe, ruft die O.Update auf. Sprich, die ruft die Update-Funktion vom Observer auf. Da können natürlich auch Parameter drinstehen. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Aber da kann zum Beispiel drinstehen, welche Tasten gedrückt wurden oder sowas. Und in unserem Fall würde das genau passieren. Man schreibt also in diese Update-Funktion die Tasten rein, die übergeben werden. Und die Tasten oder generell, wenn eine Taste gedrückt wird, wird der Observer aufgerufen und der verarbeitet dann, was beim Tastenanschlag passiert. Das heißt, Maustaste 1 gleich Feuermodus A und wenn Maustaste 2, dann halt Feuermodus B zum Beispiel. Und ja, wenn wir jetzt hier eben diesen Observer registriert haben, dann wird der automatisch benachrichtigt, sobald eben unsere Taste gedrückt wird. Das ist im Endeffekt der Sinn vom Observer-Pattern, dass jedes Mal oder dass wir eben nicht jedes Mal, wenn irgendeine Taste gedrückt wird, jeden einzelnen aufrufen müssen. Das heißt, wir müssen nicht vom Client hergehen, der hat gerade also der Spieler trägt gerade diese Waffe, also ruft diesen Observer oder ruft diese Waffe auf und feuert die. Nein, wir müssen eben nicht das Ganze machen, sondern die Observer haben die Verantwortung, sich beim Client zu registrieren und dort dann werden sie benachrichtigt, sobald eben ein Event reinkommt oder irgendwas passiert. Und feuern dann in unserem Fall oder in unserem Beispiel. Ja, das ist das Observer-Pattern. Ihr seht auch, wie lose diese Objekte miteinander verkuppelt sind hier. Wir haben hier nämlich diese Observer und die müssen sich einfach nur attachen hier. Man kann sie aber auch jederzeit wieder detachen, wenn man eben zum Beispiel die Waffe ablegt, was auch super gut ist. Das heißt, wir haben hier eine super, super lose Kupplung. Und das ist wirklich immer genau eigentlich das, was wir wollen. Denn wenn sich jetzt hier irgendwas an der Update-Methode irgendwann mal später ändert, zum Beispiel die Waffe bekommt einen anderen alternativen Feuermodus oder sowas, dann merkt der Client davon überhaupt nichts. Weil der hat ja nur hier die Notify-Methode und die ruft einfach Update auf. Was bei Update passiert, ist dem völlig wurscht. Und was natürlich auch super ist, man braucht hier nicht irgendwie auf eine Waffe zurückgreifen. Das heißt, wir brauchen hier nicht als Oberklasse irgendwie Waffe oder sowas. Nein, wir können einfach dieses Observer-Interface nehmen und alles, was irgendwie interessiert ist,
an Keyboard oder Maus Input Output, das kann sich hier registrieren, denn das ist ja nicht irgendwie ausgelegt auf nur ein Mausklick oder sowas, sondern es kann zum Beispiel auch eine Dialogoption oder sowas sein, die man per Mausklick triggert. Das ist ja völlig egal. Und das kann man hier durch dieses Attach auch super lösen, denn man braucht hier wirklich nur dieses Interface. Von was das sonst noch alles erbt, von welchen anderen Interfaces oder Klassen, das ist uns eigentlich auch egal. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr flexible Option, auch wie man das Ganze realisieren kann. Ja, und das ist es eigentlich auch tatsächlich schon wieder. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Ich nehme an, dass ihr damit was anfangen könnt. Falls ihr noch gerade wissen wollt, warum hier dieses Sternchen steht, das ist eine Many-to-One-Beziehung. Das heißt, wir haben hier in einem Client haben wir beliebig viele Observer. Wir haben ja hier for O in Observers. Das heißt, wir können hier so viele Observers attachen, wie wir wollen. Da gibt es irgendwie kein Limit oder sowas. Okay, das war's jetzt von meiner Seite tatsächlich und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.